Schwarze Magie. Was hat es damit eigentlich auf sich? Wie kannst du sie erkennen? Und wie wirst du frei davon, wenn sie dich überkommt? Wenn wir schwarze Magie hören, dann denken wir vielleicht an irgendwelche Fantasy-Filme oder an düstere Gewölbe, in denen finstere Rituale laufen, an Hexer, an Hexen, an Zauberer mit bösen Kräften oder die mit bösen Mächten in Verbindung stehen. Na klar, das ist so das, was wir aus den Märchen und Mythen kennen. Aber Magie gibt es permanent. Jeder beherrscht sie. Und Magie an sich ist nach meiner Auffassung erstmal neutral. Die Frage ist, nutzen wir die uns innewohnende Magie auf schwarze Art und Weise, indem wir mit mitunter fragwürdigen Absichten andere versuchen zu beeinflussen? Oder nutzen wir sie in Liebe und zum Wohle aller? Daran scheiden sich die Geister. Magie selbst an sich wohnt uns wirklich allen inne. Denk nur mal an das kleine Kind, was es schafft, die 5. Gute-Nacht-Geschichte seiner Mutter oder seinem Vater abzuverlangen mit dem süßesten Lächeln der Welt. Und wer kann so einer süßen Bitte denn schon widerstehen? Das ist die ganz harmlose Sache mit der Magie. Oder nehmen wir, wenn wir die große Bühne betrachten, die Opernsängerin, die mit ihrem wundervollen Sopran den ganzen Opernsaal, ihr Publikum verzaubert, sodass die Menschen hinterher nach der Vorstellung mit einem Lächeln auf den Lippen und begeistert nach Hause gehen und einfach einen traumhaften Opernabend hatten. Was ist also Magie? Magie ist, wenn ich mit Hilfe meiner geistigen Kräfte und vielleicht auch einem kleinen Gebet, einer Affirmation dazu, auf mein Ziel hinsteuere und versuche in jedem Falle dieses zu erreichen. Das tut schon das kleine Kind und das tun wir als Erwachsene auch. Daran ist erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Es ist gut, dass uns diese Kräfte zur Verfügung stehen. Was wird aber, wenn zum Beispiel ein kleines Mädchen gelernt hat, dass es mit dicken Tränen und vielleicht sogar krank sein, Kopfschmerzen oder was auch immer schafft, ihre Eltern zu manipulieren? Denn auch das ist Magie. Und später als Ehefrau schafft sie es auf die gleiche Art und Weise, ihren gutmütigen Ehemann zu besonderen Leistungen zu motivieren, sie zu unterstützen über seine Kräfte hinaus. Oder gehen wir ins Firmenumfeld. Nehmen wir den Abteilungsleiter, der unter dem Deckmantel der Firmenphilosophie, Kundenorientierung, seine Mitarbeiter regelrecht peitscht, zu Überstunden bewegt und auch durchsickern lässt, dass jedes Unternehmen ja die Mitarbeiter nur braucht, die dem entsprechen können, sodass seine Leute Überstunden machen und ihre Gesundheit ruinieren. Oder denken wir gar nicht lang zurück, nehmen wir die zurückliegende C-Krise, wo es Politikern und auch den Medien gelungen ist, auf geschickte Art und Weise unter dem Deckmantel der Aufklärung, des Wohlwollens im Sinne der Gesundheit der großen Menschenmasse, Angst und Schrecken bei den Menschen zu verbreiten, sodass auch jetzt noch gravierende Trennungen und Spaltungen in der Gesellschaft zu entdecken sind. Gott sei Dank wurden diese Formen der schwarzen Magie von vielen mittlerweile als solche erkannt.
Anhand der Beispiele ist, denke ich, deutlich geworden, wann überall Magie im Spiel ist. Hinzufügen möchte ich, dass viele Menschen sich gar nicht so bewusst darüber sind, wann sie weiße oder auch schwarze Magie in ihrem Leben haben. Entweder, dass es ihnen geschieht oder aber, dass sie selbst auf diese Weise magisch wirken. Schwarze Magie erkenne ich, wenn ich mich damit auseinandersetze, vor allen Dingen daran, dass Menschen häufig einfach nur Nützlichkeitserwägungen haben und überhaupt die Gefühle des Gegenüber außer Betracht lassen. Die Gefühlswelt des Gegenüber spielt für sie keine Rolle. Sie gehen schnurstracks nach dem Motto vor, der Zweck heiligt die Mittel. Immer wenn dir so etwas auffällt, dann Blitz, Achtung. Was noch eine gute Möglichkeit ist, um zu spüren, ob man selbst Opfer von schwarzer Magie ist, ist die persönliche Energiebilanz. Wenn du merkst, dass du im Umfeld von bestimmten Menschen oder eines Menschen oder einer Situation dir vorkommst wie ein Luftballon, aus dem man die Luft herauslässt, dann Achtung, da ist schwarze Magie am Wirken, egal ob bewusst oder unbewusst vom Gegenüber gesteuert. Und je näher dieses Umfeld an dir dran ist, und da spreche ich auch von Partnerschaft und Familie, Eltern, Kinder und so weiter, desto weniger merken wir das, desto wichtiger ist es, ab und zu mal in die Helikopterperspektive zu gehen, das Ganze zu betrachten und vor allen Dingen deine Energiebilanz unter die Lupe zu nehmen. Was kannst du also tun, wenn du merkst, dass du im Umfeld schwarzer Magie dich befindest? Die gute Nachricht als erstes: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das heißt, der erste Schritt ist ja schon, es zu erkennen. Der nächste Schritt ist aus meiner Sicht, darüber in Meditation zu gehen. Wie Meditieren geht, habe ich schon zigfach auf diesem Kanal mit dir besprochen. Eine entsprechende Anleitung verlinke ich nochmal, sodass du das auch kostenlos für dich nutzen kannst. Wenn du weißt, dass du nicht sofort und ganz schnell rauskommen kannst aus dieser Situation, gibt es als erstes die Möglichkeit, dich mit einem energetischen Schutzschild zu umgeben. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich weiß, in große Menschenmassen gehen zu müssen. Dann mache ich um mich herum wie eine Blase aus weiß-goldenem Licht zu meinem Schutz und erkläre das zum Schutzschild, an dem alles abprallt, was niedriger schwingt als Licht und Liebe. Ob du es glaubst oder nicht, das hilft. Und du musst auch kein spezielles Können haben. Die Absicht und der starke Wunsch, das genau so zu tun, wird einen Schutz herbeiführen. Und auch positive Affirmationen. Ich bin geschützt auf all meinen Wegen. In schwierigen Situationen bildet sich um mich ein Schutzschild aus. Das hilft. Als nächster wichtiger Punkt, und das ist längerfristig, gilt es, an deiner Selbstliebe, an deiner Selbstwertschätzung zu arbeiten. Denn Fakt ist eins: Weißmagier oder Menschen mit geringem inneren Standing laden mit ihrer Art regelrecht Schwarzmagier ein, sich ihrer zu bedienen und sie auszusaugen, energetisch, sage ich jetzt mal. Aber jede psychische Beeinflussung in negativer Art und Weise, die dir Energie raubt, ist ein ganz klares Indiz dafür, dass du noch nicht genug in deiner Mitte
und damit in deinem inneren Standing angekommen bist. Solche Menschen sind dann möglicherweise für jegliche Schwarzmagier eine Herausforderung. Da gibt es für sie günstigere Opfer. Ich hoffe, das Ganze nützt dir was. Ich freue mich auf deine Kommentare. Freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wünsche dir eine gute Zeit mit guten Erkenntnissen in Sachen Schwarzmagie. Bis zum nächsten Video. Tschüss.